Ik wil snel overtreden aan die thema, de wahre wiedergeburt. We vingen Lukas 13, vers 24, sagt Jezus so is dit. Streef dan nou, durch dat enge poort nen te gaan, was ik zei jullie, vele waren verzekerd nen te komen, aber waren nicht kennen. Wo wij nicht? Wo wij vingen die mensen niet dat schmale hart? Weet je wo wij niet? Door zijn eerlijker, door zijn mensen die werkelijk leven dat de hart im Himmel is taufe. Andere leven de hart im Himmel is de gemeinde. Want zij worden bij de gemeinde begonnen en de gemeinde gehoorzaam zijn, dan wordt de gemeinde aan om Himmel vieren. En dan zijn de anderen, die leven dat de noemen van ihre Church. Er zijn Baptisten, er zijn Halderlied, er zijn Mennonieten en vele andere gemeenten die leven dat ihre gemeente is de einzige wat de weg naar Himmel heeft. En dan zijn er die leven dat ihre goede woordje, worden het hart opmaken zum Himmel. Die worden de Himmelsdeur opmaken. Leven teuer heißt immer her. Und allmählich wir, für die in mir, unsere Seligkeit zu verdienen. Leef je nicht, dass Jesus dann ganz umsonst geleden, gestorben ist am Kreuz für uns? Wenn du und ich uns kennen die Seligkeit verdienen, dann ist Jesus ganz umsonst gestorben, dann all seine Lieder meint alle nicht. Dann hat das gar nicht dürfen tun, wenn wir uns können selbst die Seligkeit verdienen. Ich will nu over hebben dat je dat wordt klar verstaan, wat de Seligkeit nicht ist. Die wahre Geburt ist nicht die Doop. Das ist nicht Glied zu sein in der Gemeinde. Das ist nicht unsere Selbstgerechtigkeit. Und das sagt in Jesaja 64, dass all unsere Gerechtigkeit ist so als verfühlte Kader für Gott. Und das ist nicht durch unsere gute Worte. Denn das sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9, dass wir worden durch die Gnade, wann wir Glauben gerat worden. Denn das ist ein Geschenk von Gott und nicht von uns selbst und auch nicht durch gute Worte. Es sei dann, dass jemand sich riemen wird. Liebe Zuhörer, ich will die Wort sagen, nicht die geradste Prediger, nicht der heiligste Prediger, wird an dort in jenen Tag im Himmel können sagen, ich sehe wie hier, wenn ich ein guter Mensch wäre. Nee. Und jeder einer von uns wird bloß im Himmel merken durch die Gnade Gottes. Wir werden bloß durch die Gnade geraten. Und da muss wir klar haben, dass keiner kann sich das Himmelreich verdienen. Weet je, dat is möglich, om gedoopt te worden, om je levenstijd naar Gott te wanken, en vele goede dingen te doen, en toch nog verloren te zijn. Ik had een onkel, Dirk, namen we hem, wie een trouwmaker. Hij woonde nächste to de kerk. Hij deed pünktlich de kerk bezorgen. Zeer treue kerklieder. Aber als hij 74 jaar oud was, dan eenmaal had hij kreeg. Dan lag hij door im Krankenbad, im Krankenhuis. En Gott sei Dank, en dat nächste bad, wie een wahre geborener man. En dan vraagt mijn onkel, bist du reid, Jezus te begegnen? Bist du wahre geboren? En hij zei, nee. Aber das man leidt hem zum Herrn. 2 Jahre later kwam ik aan bezoeken. Dan vertelde hij me met tranen in zijn ogen. Zegt hij, Peter, ik kan dat schwer verstaan. Dat ik heb de levenstijd, die ik naar kerk gekomen. Aber de levenstijd heeft de beide vrienden me blind gehouden. Ik dacht dat met pünktlich in de kerk, dan would ik me dat Himmelreich verdienen. En zegt hij, ik zie zo dankbaar, dat Gott diesen man heeft hier, te deze tijd in dit hospital gebracht, die mij heeft dat weg gewezen naar de Seligkeit. En dan vang ik aan te hielen en zegt hij, weet je wat, Peter? Ik weet nu, ik zie me nu even zeggen dat ik dat in je leven heb. Maar ik moet nu met laat je heen. Ik heb niets kunnen doen voor mijn Jezus, die zoveel voor mij gedaan heeft. Je ziet, we kunnen al deze religieuze dingen doen en toch nog in een verloren toestand staan. En dat is zeer treurig. Weet je, daar wordt zich in jaren dag vele mensen zeer ongesmeerd velen. Weet je, Jezus betoont 4 dingen die alle verbonden zijn met een kind Gottes te worden. In Johannes 8, 24, daar zei Jezus tot de Farizeeën en de schriftgeleerden, hij zei zo is dit, het zei dan dat je geloven, dat ik zie wie ik zei, dat ik zie, waar je alle en jullie zijn gestorven. En dan vingen we in Lukas 13, 1-3, daar reed hij toe in een groep mensen van de Galilea, die aan vertaalden, hoe plaatse mensen bloot had met je mischt, met zijn opfer. En ze willen Jezus daarmee bijbrengen dat die mensen weer zo slagen was, daar wie had wie dat passiert.
En dan sagt Jesus zu ihnen, het sei dan, dat je worden Buße doen, wo je alle in jene Sünde ankommen. En dan vingen we in Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Da kam ein religiöser jüdischer Lehrer nach Jesus in der Mitte in der Nacht, sagt es. Und zu diesem Mann sagt Jesus sehr klar, es sei, dass ein Mensch wiedergeboren wird. Es sei, dass ein Mensch wiedergeboren wird von dem Wasser in dem Geist, wird er nicht in das Himmelreich kommen. Und dann fingen wir in Matthäus 18,3, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, es sei dann, dass Jugend worden demütiger als ein kleines Kind, und dass die worden umkehren, wo je nicht in das Reich Gottes kommen. Meint das nu, dass es an 4 verschiedenste Wege, wo wir können ein Kind Gottes werden? Nee, das ist gar nicht, was das meint. Aber was Jesus uns lehren wird, es waren wir dort wirklich leben, was die Bibel zu sagen hat von unserem Herrn Jesus. Dass er Gott ist, er allein hat den Schlüssel zum Himmel. Dass er wird uns alle an jeden Tag richten. Und jener wird dann nicht, was Buße getan hat, wird verloren gehen. Da wo wir auf unsere Knie fallen und wir wollen Buße tun. Und wenn wir wirklich wollen Buße tun und Jesus anrufen, dann wird der Geist Gottes an uns kommen und da wo wir wiedergeboren werden. Und wenn wir jetzt wiedergeboren sind von dem Geist Gottes, dann wird uns Leben auch umkehren. Da wird dann nie das Leben entstehen. Jesus macht uns das sehr klar, dass all diese 4 Dinge, was da passieren und was wir erst wirklich ein Kind Gottes sind. Und ich muss wieder so steht sagen, wir müssen verstehen, dass wenn Jesus redet von Glauben und Buße tun, was sind die Tekens von einem Mensch, der da wirklich Buße tut? Erstens will ich so sagen, ein Mensch, der da wirklich hat Buße getan, da ist eine Gebrechenheit, da ist ein gebrochenes Hart. Der braucht sich nicht zu entschuldigen für das, was er getan hat. Und wenn der Mensch wahre Buße tut, da wird er auch ein Verlangen sein, um Dinge recht zu machen. Der wird das nicht bloß alle Evadatie oder sich entschuldigen, dass es so passiert ist. Nee, die wahre Buße, der will Dinge recht machen, was er recht getan hat. Die, was die wahre Buße tut, die sind auch ändert, da werden Nachfolger sein von seinen oder ihre sind. Weißt du was, lass mich mal ein Beispiel geben. Wenn du die bedrinken bist, und du fährst von einem Weg, und du hast ein Accident, und du verlierst den Arm, und du kommst nach Hause, und du hast das aber so leid, was du getan hast, und du betest Gott um Verzeihung, Gott wird dir das alle verzeihen. Alles. Aber du wirst das ewige Leben mit ohne dem Arm leben. Das sind die Nachfolger von Sinn. Und der Mensch, der da wirklich Buße tut, der kann das einsehen, stolz, dass Gott am alles verzeiht hat, wurde gewisse Nachfolger sein von der Sinn. So ein Beispiel, ein Mädchen hat ein Baby, sich befreit hat. Gott wird das alle verzeihen, und sie war auf dich Buße tut. Aber das Baby, das wird das Leben lang noch einmal eine Erinnerung sein von der Sinn. Das meint nicht, dass die Menschen da wenigstens nicht kann Gott dienen, dass die nicht kann Frieden in sein Hort haben, aber da sind Nachfolger, von die gesündigt haben. Und die wird wirklich Buße tut, die wird sich niemals versichert zu Recht vor dir, mit wo er andere Menschen misshandelt hat. Er wird lieber wollen haben, dass die andere verzeihen. Sie sich versichert zu Recht vor dir. Und weet je, wo die wahre Buße ist, da ist auch ein verändertes Leben. Und wo die wahre Buße ist, da ist kein Verlangen nicht, zurück in das alte Leben zu kommen. Daran kann wir weiter, wenn ein Mensch wirklich Buße tut. Was passiert, wenn wir wiedergeboren werden? Weet je was dann passiert? Jesus Christus, in dem Moment, nimmt all deine Sünden, dort wo bloot rood die sind, er nimmt all deine Sünden auf sich selbst und er jeft die seine Gerechtigkeit im Tisch. Weet je, das ist die raadste und der beste Tischhandel, dort wie jemals merken kann. Wenn wir wiedergeboren worden, das ist was passiert. Weet je, das sagt so, es steht in 2. Korinther 5:21. Das sagt, dass Gott mögt den, das ist Jesus, der von keiner Sinn wisst, und mögt arm in der anderen steht zu sind, dass wir durch arm für Gott gerecht werden. Wenn du wiedergeboren bist, dann hat Jesus all deine Sünden auf sich genommen. Und du hast nu seine Gerechtigkeit. Das nächste, was passiert ist, wenn wir wiedergeboren waren,
dann kann der Heilige Geist in uns wohnen. An dem Moment, dann sagt Jesus zu Nikodemus, er sagt, dann wird wie vom Geist geboren worden. Ja. Er sagt, dort vom Fleisch ist das Fleisch, aber dort wird vom Heiligen Geist ist dort das Geist. Und er sagt uns in Römer 8, 9, wer immer nicht dem Geist Christus haft, gehört nicht zu Jesus. Weet je, da waren sich an jenen Tag, wenn Jesus wird kommen, viele Menschen, sehr religiöse Menschen, sehr viele, wenn sie waren in waren, dort sie hier bleiben müssen. Und gewisse Lehrer an der Schule, wo sie die Studenten lehren, dort, wir sollen uns nicht bedrehen lassen von äußerlichen Dingen. Dann nimmt er eine Handvoll Nägel und dann legt er die auf den Tisch ab. Dann sagt er zu den Studenten, heißt mal her, hier sind zwei Sorten Nägel. Eine Sorte, die hat Isa an sich, und die andere, das ist bloß ein wittet Metall, Aluminium. Sagt er, wo kann ich die nicht entscheiden? Die Studenten kicken sich einen und anderen und sagen, well, wie weiß ich nicht, die sitzen alle überein von Bücher. Dann sagt der Lehrer, ich will ihnen wiesen, wo dort wurde. Dann fährt er in der Schüffel an, dann kriegt er ein Magnet raus. Dann hält er dort Magnet über den Nägel und all die Nägel, wo er wirklich Isa, wenn er hat die Sprünge alle nur das Magnet und all die bleichen Nägel bleiben alle liegen. Und weet je, so wird es sein, wenn Jesus wird kommen. Dort in all seine Herrlichkeit. Da waren bloß die, die dem Heiligen Geist an den Wohnen haben. Die waren mitgenommen worden. Die waren bloß religiös sind von Büte, die waren alle hier geblieben. Bloß die der wahre geboren sind von dem Geist Gottes, die waren mit Jesus mitgegangen im Himmel. Daher ist das so wichtig, dort wir weiter, dort wir sind wirklich von dem Geist Gottes wahre geboren. Das dritte Ding, was passiert, wenn wir wahre geboren worden, der Heilige Geist, das sagt in 1. Korinther 12, 13, der deibt uns an das Leib Christi. Weet je, da sind Kirchen, die deipen Menschen in ihre Gemeinde an. Das ist bloß alle Menschen machen. Bloß der Heilige Geist. Und der Heilige Geist allein kann uns an die wahre Gemeinde Gottes deipen. Dahin sagt die Bibel, du hast bloß ein Daub. Das ist bloß der Geist Gottes, der uns kann in die Familie deipen. Und dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du ein Port von Gott in der Familie. Wenn du bist da eingedeibt in der Familie, dann hast du die Name auch dort im Himmel abgeschrieben. Wenn du weißt, dass du bist ein Port von Gott in der Familie, dann haben wir diese Versicherung zu weiter, dass wir haben das ewige Leben. Dann die Bibel sagt so. Der vierte Ding, was da passiert ist, wenn wir wahre geboren wurden, nach 2. Korinther 4, 17, das sagt er so steht, wenn irgendwer in Christus ist, dort ist eine neue Kreatur. Alle alte Dinge sind weich und alle Dinge sind nie gemacht. Was enthält das? Weet je, erstens, wenn wir wahre geboren wurden, dann haben wir einen neuen Meister. Und das ist Jesus Christus. Zweitens, wir haben ein neues Bürgerrecht. Viele von Ihnen, die sind ja von Mexiko, einige von Ihnen hier von den Staaten, some von Kanada. Aber wenn wir wahre geboren waren, dann waren wir Bürger vom Himmel. Da hier wie zu der himmlischen Schar. Nächstens, wir haben ein neues Heim, was Jesus für uns bietet. Das ist eine Büharbeit. Jesus bietet noch einmal. Und ich habe manchmal gesagt, wenn der Herr Jesus in so still diese Erde schon verhaft, all das Stroms, und ich habe viel gereist, ich habe viel gesehen, viele Stromstädte, dann habe ich mir vorhin deutlich gemacht, wie viel Strom was der Himmel sind, nur 2000 Jahre. Was Jesus verleiht, dann seht ihr so zu seine Jünger, ich gehe eine Stadt reite machen für ihn. Weet je wat? Petrus sagt das in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 5, dass die wahre geborene Kind Gottes hat ein bestimmtes Stadt im Himmel, a reserved place. Besonders für die wird das angereicht. Nur den Geschmack, was du gleiche ist, was die interessieren wird. Und Gott bietet da ein, kriegt nur dort, was in jedem einen passen wird. Ist das nicht hässlich? Nächstens, wenn wir wahre geboren waren, dann haben wir eine neue Kraft. Wir haben die Kraft von dem Heiligen Geist, die wir erst nicht hatten. Dann haben wir eine Kraft, wo wir können den bösen Feind widerstehen. Wo wir können die Sünden meiden. Wo wir uns können wehren von dem bösen Feind. Und die Sünde, die so leicht an uns anhängen will. Und wir haben dann auch eine neue Leben für Gott und für andere Menschen. Ich hatte eine früh in meiner Kirche, die sagte, Pastor, ich habe Probleme mit Menschenleben.
Und ich sage, hast du wirklich mal dein Leben ganz Gott übergeben? Hast du wirklich den Heiligen Geist an die, ist der in Kontrolle? Sie kijkt darauf und sie sagt, ich kann nicht sagen, dass ich habe. Aber eine Weg, Lothar, dann fand sie mich und sagte, Pastor, ich will mich bedanken an die, dass du mich so ehrenslich durch ihre Unrede deitst. Ich ging in Haus und ich fand Gott an der Prache. Dass er mich wird verzeihen, dass er mich wird annehmen als sein Kind. Und mir den Heiligen Geist geben. Und sagte, der Mario, als ich da saß, auf dem Stuhl, in der großen Stove, dann kam der Geist Gottes auf mich ab. Und sagte, ich hatte so eine Leben für Menschen, ich muss mich zurückholen von Gassen abgehen und Menschen antworten, die gut sind. So eine große Leben gab Gott mir für Menschen. You see, wenn wir wahre geboren waren, dann haben wir eine Leben, die die Weltmensch auf keinen Weg nicht haben kann. Dann sagt Römer Kapitel 4, Vers 8, der Leben Gottes, der wird an uns hineingegoten durch den Heiligen Geist. Nächstens, wenn du wahre geboren warst, dann warst du nie Uhr und Uhr haben, um Gott seine Weg zu sein und sein Wort zu verstehen. Wieder, du warst ein nie Verlangen haben, am mehr von Gott zu weiter. Weet je, als ich mich mal bekehren deed, ich war 24 Jahre alt, ich hatte so einen Hunger und so einen Durst, am mehr Gott zu weiter, dass ich las manchmal bei Klock 2 der Nacht und fragend über Mittagstund und steht mein Mittag eten, nahm ich meine Bibel und las das Bibelwort. Das gibt mir viel wichtiger als das eten. Viel wichtiger. Weil ich hatte so einen Hunger. Weil ich hatte noch niemals Eier in all mein Leben die Bibel gelesen. Mir hat noch niemals einer angeredet von Jesus und was Jesus für mich getan hat. Aber weißt du was? Maar da kommt auch eine neue Verantwortlichkeit. Wir sind dann auch verantwortlich, für Jesus zu leben. Und uns frei zu holen von der Sünde. Wir sind dann auch verantwortlich, dort mit anderen mitzuteilen, was Jesus für uns getan hat. Wir können dort nicht für uns selbst holen. Da sagt es in Philipper Kapitel 4, 19, dass wir sollen unsere Seligkeit utarbeiten mit Furcht und Zittern. Das meint nicht, dass wir die ans Ende verdienen. Aber Gott sagt, holt das nicht an. Holt das nicht an, was ich in die Nähe getan habe. Teilt das mit anderen mit. Lass deine Freund, deine Freundschaft, deine Familie zu weiter. Und weißt du was die Wiedergeburt war, wenn die Mensch wirklich wiedergeboren ist, dann habt ihr auch eine Sorge über andere Menschen ihre Seele. Der Mensch, der wirklich wiedergeboren hat, einen wirklich Geschmack dafür Gott ist, der will das nicht für sich selbst holen. Die will das mit anderen mitteilen. Die will andere sagen, wo kästlich das ist, um all die Sünde ausgestreckt zu haben, um Frieden zu haben mit Gott und zu weiter, dass uns Namen als dort wie Gott angeschrieben im Himmel. Dass wir immer Handvoll und Tod sind, dass wir dann waren wie Jesus sind. So, und die wirklich wiedergeboren waren. Das sind die Dinge. Und da wollen wir auch eine neue Freiheit haben. Wir waren erlöst worden von vielen der Dinge, die uns gebunden haben. Und wir wollen auch einen anderen Mutstock haben, wobei wir leben wollen. All diese Dinge kommen mit der Wiedergeburt. Und meine Frau ist, wie ist dein Leben dort, dass du eine neue Kreatur bist? Können andere dort sein und die, dass du bist eine neue Kreatur? Ich habe eine Frau angehört und du wirst sterben von Abend. Und du wirst nach dem Himmelsster kommen. Und Jesus wird da bei dir stehen. Und Frau, die, wo wen soll ich die am Himmel nennen lassen? Was wirst du zu Jesus sagen? Wirst du zu ihm sagen, Jesus, ich sehe getauft worden. Jesus, ich hier zu dir in der Gemeinde, das ist eine gute Gemeinde. Jesus, ich sehe die Gemeinde immer treu warst. Wird Jesus dich nennen lassen? Nee. Jesus wird dich selbst sagen, was heute Nikodemus gesagt hat. Er wird sagen, es sei dann, dass du wahre geboren bist, kannst du nicht hier im Himmel kommen. Sieh, Gott stellt die Regel, nicht Mensch. Die Menschen möchten manchmal wel ändern, aber Gott macht keinen Unterschied mit Menschen. Ob die reich oder arm ist, ob die hoch angesehen ist hier in der Welt oder ein geringer Mensch. Gott hat eine Regel für uns alle. Und weet je wat, wir müssen verstehen, dass wir waren nicht Christ mit äußerlichen Dingen tun. Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht von Büte, das kommt von Innen. Wir waren von Benne nur Büte, das Gott uns ändert,
Nicht von buiten naar binnen. En wanneer de geest Gottes aan ons arbeider komt, en wie dem arbeider loten, dan zoals hij eerst zei dat, dan worden we amteren. Daar wordt ons leven zich änderen. En weet je, die wat de ware geboren wordt, die zet dat zeer klaar, dat bloos Jezus alleen kan arm oder redden. Die weet dat ganz genau, dat bloos Jezus Christus kan die zonde opwaschen. En hij weet ook dat hij heeft die gewissheid der Seligkeit, nicht door wens wo hij oder zij zich feilen deed, aber wens Gott dat zij deed en zien woord, dat we dat weten kunnen, dat we dat eeuwige leven hebben. Over wat voor erwartet God, wanneer we zware geboren waren? Hij erwartet dat we worden ons oude leven afleggen. Ik heb manchmal zo gedacht, als Jezus dem Lazarus uit dem graf uitroepen deed, dan zegt het dat de Lazarus, die kwam uit dem graf uit en zijn grafkleider. Gebonden zijn grafkleider. Wat deed Jezus? Jezus zei, terwijl wat we zien stonden, leest hem los. Lieve toeheren, daar is een grote leer voor ons. Weet je, Lazarus had kunnen zeggen, loop me toch. Ik zie nu levend. Ik ga nu leven. Maar bloos leven hebben is niet goed, wanneer we nog gevasteld zijn, wanneer we nog gebonden zijn. En een manche Christ, waar je geboren Christ, kent en dat nieuwe leven nemen. Maar vele van die oude welterse dingen, traditionen, mensenregel en vele andere dingen die mens dingen doen. En wer er werkelijk wil vrij zijn, die wordt deemoedig genoeg zijn en erlauben anderen arm oder los te maken. Helpen vrij te worden. Zie, wanneer we waren geboren zijn, dan zijn we in een waag zoals een kleine kind. En we brokken hulp. We brokken lia. We brokken anderen ons te helpen. Maar weet je wat? Bloos waren geboren worden, is niet alles wat God van jullie verlangt. Er zijn vele mensen, die zijn werkelijk waren geboren. Maar die hebben vielleicht 10, 15 jaar terug, maar die hebben niets gewassen. Die blijven krachtig staan. En God wil hebben, dat wanneer we eerst waren geboren zijn, dan moeten we ook wassen. Wer van jullie wordt tevreden zijn, wanneer je een klein baby houden, en dat 2 jaar later dat baby nog niets gewassen had? Dan moet je wel zeer ernstig naar de dokter voor en uitvinden, wat is erreicht. Waarom was dat kind niet? Zie, God wil hebben, wanneer we waren geboren zijn, dat we ook wassen worden. Maar wanneer we werkelijk wassen willen en sterk zijn in dem Herrn, dan moeten we ook zeker, zoals ik zondagavond reden deed, getauft worden met dem Heiligen Geist. Dan moeten we ook Gottes Geist in ons hebben. En weet je, wanneer de Geist Gottes in ons vol leven deed, die wordt 7 dingen voor jullie doen. Eerstens, hij wordt bloos dat en jullie arbeider wordt Jezus Christus verherrlichen wordt. Niet mens, maar Jezus. En tweitens, hij wordt jullie verständnis opmaken, omdat je worden een beter verständnis hebben van dat woord Gottes. Dat is wat de Heilige Geest deed. En hij wordt je ook een leven geven voor dat woord Gottes. En honger en een dorst. En hij wordt je ook dat verlangen geven en de fähigheid om waarlijk te bidden. Tijd te spenden om gebed. Wieder hij wordt je ook een heilige broodheid geven. Dat je niet voor angst hebben, je schämen van Jezus te reden. Dat je voor niet angst hebben onder met te delen wat Jezus voor je te doen heeft. En 15, hij wordt je leven en barmhartigheid geven voor die mensen wat er nog niet Jezus kunnen doen. En hij wordt je ook deemoed schenken, omdat je worden kunnen deemoedig voor God leven. En dat laatste, maar niet dat geringste, hij wordt je vrede en vrede schenken in je hart. Dan dat zegt zoals dit in Römer 14, 17, dat het Reich Gottes hängt nicht auf von eten en drinken, aber von der Gerechtigkeit und der Friede und Freudigkeit und dem Heiligen Geist. Lieve toehörer, ik moet je vanavond de lijnen geven. We hebben van jullie niet de gewissheid, de Seligkeit heeft. De leider van deze gemeente, die worden hier zijn redzander voor jullie. En wanneer iemand van jullie niet de gewissheid heeft, en die wordt gleich vanavond de gewissheid te hebben, bitte komt nog verder. Die worden wellig met jullie te bidden. Die worden met vrijdigheid met jullie te bidden. Die weten ook dat we in de tijd, waar zij die ook niet hadden, reicht. Ik wie ook door waar ik dat niet wist. Waar ik zei, God dank dat de dag kwam,
dat Gott mir dat offenbaren deed, wat ik te doen had. So bitte steht, wenn sie singen worden. Und so ich sei, habt nicht Angst, lot je nicht terughouden door eens wat worden andere zeien. Nee, ziet dem Geist Gottes gehoorzaam. Weet je, de wahre geburt wordt voor alle mensen die onderscheid maken, weder of sie worden im Himmel komen oder in der Hölle. Und Jesus sagt sehr klar, ohne die wahre geburt wird keiner dort im Himmel machen. So lot die Geist uns leiden.